Okay, dann fange ich an. Hallo zusammen, ich bin Alma und ich studiere Accounting und Finance an der HSG. Ich komme ursprünglich aus Norwegen und ja, jetzt freue ich mich auf diesem Interview. Hi, ich bin Enja. Ich studiere BWL noch im Bachelor auch an der HSG. Ich komme aus der Nähe von Konstanz und ich freue mich, hier zu sein. Was ist die Collective? Ja, was ist eigentlich die Collective? Die Collective ist eine Initiative von Wassermann. Wassermann als erste ist ein globales Sport Agency Unternehmen und Sport Marketing Unternehmen. Und die haben diese Initiative für Frauen, die sich an Frauen richtet, und die heißt dann The Collective. Und innerhalb von dieser Initiative The Collective hat man ein Think Tank. Und das ist quasi wie ein globales Konsortium aufgebaut. Da sind Branchenführer dabei, da sind Professoren aus vielen Unis dabei und letztendlich auch wir als die ersten Studenten und bis jetzt auch die einzigen Studenten, die daran teilnehmen dürfen. Mit dem Ziel eigentlich, dieser ökonomische Impact von Frauen in Sport zu verstehen. Also wir kennen uns ja ziemlich gut aus von der Athletenperspektive, das ist ja die Produkt vom Sport. Aber wir kennen uns vielleicht nicht so gut aus mit der Business-Perspektive. Wer ist eigentlich diese weibliche Konsument? Wer ist die weibliche Sportfan? Wer sind die weiblichen dann Investoren? Und ganz konkret, was machen wir eigentlich dabei? Wir haben ein kleines Research Project in diesem ganzen Think Tank. Das Thema ist Women in Football und wir arbeiten dort zusammen mit einem Team aus Studenten, einmal vom Sports Business Club und dann gleichzeitig noch von der Uni, wie die repräsentiert werden, wie sich das Ganze aber auch gerade ändert. Weshalb ist die Arbeit von The Collective so wichtig? Ja, soll ich das beantworten? Also was wir versuchen zu verstehen, als ein Teil dieser Arbeitsgruppe ist, was ist der ökonomische Impact von Frauen im Sport? Und das wollen wir durch diese Initiative verstehen und auch die Leute da draußen darüber informieren, um eigentlich das Narrative ein bisschen zu ändern und das Narrative von Frauen im Sport zu empowern. Und ja, dadurch so ein neues Business Case über Frauen im Sport aufzubauen. Ja? Wie hat euch eure Zeit an der HSG für eure Arbeit bei The Collective vorbereitet? Ich denke, dass gerade diese ganzen Kurse, die wir haben über Management, über Strategy, über HR, sehr gute theoretische Grundlage dafür sind und wir das Ganze aber dann gerade durch diese vielen studentischen Vereine, die wir an der HSG haben, gut anwenden können. Und dass wir da sehr gute Grundlagen haben, das jetzt auch in der Praxis anzuwenden, beziehungsweise auch tatsächlich mal diesen praktischen Aspekt, den die HSG immer bewirbt, anwenden zu können. So eine Business-Perspektive, ja, also wir lernen auch viel theoretisch, aber auch die Engagement, beides von Studenten und Professoren, es gibt diesen Austausch den ganzen Zeit. Also du darfst direkt mit den Professoren ins Office kommen und mit die reden und du darfst dann auch dich in die Clubs engagieren und das finde ich wirklich so stark an der HSG. Ja, gerade, also du kamst ja vom Bachelor woanders her, bist jetzt für den Master in die HSG gekommen. Ist das anders? Ich würde sagen, bei uns zu Hause sind auch die Studentenclubs ziemlich stark, aber also ich habe meinen Bachelor dann in Norwegen zu Hause gemacht. Aber was besonders an der HSG ist, das HSG ist wie Spitzensport eigentlich. Also die Studenten hier, die sind fleißig, also die arbeiten hart, die sind sehr intelligent. Also ja, muss ich mal sagen. Was sind grundsätzlich eure Pläne für die Zeit nach dem Abschluss an der HSG? Ewig Student. Ich gehe zurück nach Norwegen und ich fange dann im Januar bei McKinsey an. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir wollen uns beide im Bereich Sport, also so engagieren oder Sportbusiness vielleicht irgendwo da. Oder das ist auf jeden Fall mein Ziel.
Weshalb möchtet ihr uns bei HSG Alumni von eurer Arbeit bei The Collective erzählen? Ja, also die HSG Alumni Netzwerk ist sehr stark und die könnten uns ja auch unterstützen. Und ich glaube, durch diese Initiative möchten wir sehr gerne die weiblichen Studenten, auch die männlichen natürlich, aber besonders die weiblichen Studenten an der HSG ermutigen, sich im Bereich Sportbusiness zu engagieren. Und dafür brauchen wir auch die Unterstützung von der HSG Alumni. Also wenn es euch interessiert, Sportbusiness, nehmt sehr gerne Kontakt, weil also wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung. Ich glaube, die HSG braucht auch die Unterstützung. Ja, vor allem, es geht ja nicht nur darum, dass wir junge Bachelorstudenten haben wollen oder Assessmentstudenten, sondern wir wollen die ganze Uni oder die ganze HSG damit einbinden. Dazu gehören natürlich auch HSG-Alumni, die natürlich mehr Erfahrung schon haben und da vielleicht uns auch besser unterstützen können. Ich wünsche und ich hoffe so sehr gerne, dass langfristig, dass die HSG eine dominantere Rolle und konkretere Rolle bei der Entwicklung von beides weibliches und männliches Führungspersönlichkeiten in der Sportbusiness spielen. Weil es ist komisch, wir sind jetzt hier wirklich so in der Mekka von Sport in Europa und als führende Wirtschaftsuni, meiner Meinung nach, sollen wir unbedingt im Sportbusiness auch eine stärkere Rolle spielen. Ja. Möchtet ihr nach eurem Abschluss in der HSG Alumni Community aktiv sein? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich gehe wieder nach Norwegen. Ja, also die HSG Alumni in Norwegen, also die Netzwerke ist ziemlich stark, würde ich sagen. Wir treffen uns, ehrlich, also wir treffen uns so 2-mal im Jahr, beides im Sommer und am Weihnachten. Dann gehen wir trinken, gehen wir essen und das Netzwerk untereinander ist ziemlich stark. Und ja, es ist wichtig, würde ich sagen. Also deswegen macht auch nach dem Studium Spaß, dass man sich untereinander austauschen können. Und auch für uns, die Ausländer sind, dass wir uns auch so als eine Gruppe behalten können. Ja, also wenn ich eins noch mehr gelernt habe an der HSG, ist eben dieses Netzwerk, dieses Kontakthalten ist so wichtig, noch viel wichtiger, als ich gedacht hatte. Deswegen auf jeden Fall, question is why not? Ja. Wie könnte die HSG Alumni Community euch bei eurer Arbeit für die Collective und euren weiteren Vorhaben unterstützen? Ja, also dann kommen wir noch zu diesem Punkt. Das geht nicht nur um die Collective und die Sportbusiness Club, aber auch, sondern dass wir wollen wirklich die Position von HSG als eine Universität im Bereich Sportbusiness so stärken. Also dann braucht man auf jeden Fall Unterstützung, nicht nur beim Studenten, nicht nur beim Professoren oder der Universitätsleitung, aber auch von die ganze Netzwerk herum, die ganze Alumni-Netzwerk herum. Also es geht ja darum, darauf aufmerksam zu machen. Also nicht nur zu sagen, ja, wir sind Frauen, wir müssen gut sein, sondern tatsächlich das zu zeigen, dass wir dort eine Initiative haben, die das machen möchte, die gut ist, die einen Plan dahinter hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wie gesagt, wir sind hier in Sportmekkas Europas. Also wie sollen diese Position übernehmen? Da sollen wir sie wirklich stark sein. Und dabei hoffen wir wirklich auf die Unterstützung von die HSG Alumni Netzwerk. Wir haben große Pläne für die Zukunft. Alma, an der HSG habe ich gelernt. An der HSG habe ich viel gelernt. Aber wie gesagt, die HSG ist wirklich wie Spitzensport. Und ich glaube, wenn die Wettkampf wirklich so stark ist, um gute Noten zu bekommen oder wirklich seinen Platz zu finden, ist es wichtig, dass man auch sein eigenes Weg aussucht. Dass man auch sich selber vertraut und seine eigenen Stärken finden und wirklich daran arbeiten. Ich habe gelernt, rauszufinden, also nicht 30 Ziele zu haben, sondern vielleicht 2, 3, aber die dann auch gut zu machen und einen konkreten Plan dahinter zu haben, um die auch zu erreichen, um nicht auf jeder Hochzeit zu tanzen, sondern das rauszusuchen, worin ich gut bin oder was ich als nächstes erreichen möchte. Was wirst du am meisten vom Studium vermissen? Der Catch-up in der Kaffeepause. Kaffeepausen also. Weißt du, Pausen an der HSG machen wir keine Pausen. Es gibt keine Pausen. Ich werde auf jeden Fall meine neuen Freunde vermissen.
Und die Sport Business Club und die Engagement von den Studenten, von den Professoren, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Und natürlicherweise auch die tolle Schweizer Berge. HSG Alumni ist für mich. HSG Alumni ist für mich eine Möglichkeit, eine Chance, sich selber weiterzuentwickeln und andere Leute weiterzuentwickeln. Nach dem Studium eine Möglichkeit, mit Freunden, Fellow Students und vielleicht noch unbekannten Freunden Kontakt zu halten und lebenslang einfach ein Framework zu haben, wo man hingehen kann, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken. Ein Ratschlag, den ich meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen geben möchte, ist: Arbeiten, hart arbeiten. Gute Noten sind wichtig, aber das Netzwerk, was man sich durch Clubs und Engagement in Vereinen aufbaut, ist viel wichtiger. Find dein eigenes Weg, sucht aus, was sind wirklich deine Stärken und arbeit daran. Damit wirst du wirklich gut, bei was du gut sein willst.